Also ihr Lieben, dann lasst uns starten. Ich habe mir hier wieder so eine kleine Kunststoffkarte genommen, habe schwarze Farbe als Farbwurst auf meine Palette gelegt. Und wir haben hier die kleine Leinwand, 30 x 30. Mit Bleistift habe ich mir die Linie so ganz leicht und zart eingezeichnet. Meine Kunststoffkarte möchte ich jetzt einsetzen wieder. Eine alte Shoppingkarte oder alte Bankkarte ist das. Oder eine Mitgliedskarte, die laufen ja schon mal ab und dann kann man die super zum Malen benutzen. Ich möchte gerne mit der schmalen Seite arbeiten und tauche die Karte in meine Farbwurst so ganz leicht. Auf der Karte sollte so eine kleine Farbkante jetzt liegen. Nicht zu viel Farbe, aber natürlich auch nicht zu wenig. Und ich gehe jetzt hin, nehme die Karte und stelle die hier an meiner äußeren Kante der Leinwand auf meine Linie, auf meine Bleistiftlinie, bisschen also angekippt nach hinten, damit die Farbe auch runtergeht und ziehe so ein ganz klein bisschen, setze die ab und ziehe so ein bisschen nach oben. Das mache ich hier auch. Und nach vorne hin möchte ich gerne schlanker werden. Und nach hinten soll so ein bisschen wie so eine Landschaft entstehen, wo man das Gefühl hat, man sieht vielleicht Bäume oder Felsen, kleine Hügel, was auch immer. Das kann man super Stück für Stück, Schritt für Schritt, wirklich ganz kleine Schritte machen und dann schauen, wie es aussieht. Erstmal so ein Prinzip hinlegen und dann kann man das immer noch ein bisschen mit Fantasie bearbeiten. So, ich möchte hier wirklich, dass das so ausläuft. Und jetzt kann ich hingehen, das ist natürlich noch nicht spektakulär oder irgendwas, aber jetzt gehe ich hin und habe jetzt überall ein bisschen Farbe liegen und kann jetzt so wirklich das ein bisschen nach oben ziehen. Vielleicht auch einmal so ein bisschen spielen mit der Karte, dass nicht alles gleich aussieht. Also immer von der Linie nach oben arbeiten, nach oben so ausfransen lassen, damit es dann auch so ein bisschen aussieht wie ja, Baumwipfel, kleine Hügel oder irgendwie sowas in der Richtung. Und können wir der Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen, probieren einfach ein bisschen mit der Karte rum. Wie gesagt, außen kann ich ein bisschen höher werden. So, ich habe jetzt hier tatsächlich so ein paar Lücken gelassen. Nach unten hin nochmal hier so einen kleinen Farbabrieb. Jetzt habe ich noch einen gemacht aus Versehen, aber ist nicht schlimm. Hier auch. Ja, das macht das Ganze noch so ein bisschen realistischer tatsächlich. Und jetzt kommt der nächste wichtige Effekt. Und zwar tanke ich wieder ein bisschen Farbe, ganz vorsichtig, und versuche so ein bisschen, ich lasse eine kleine Lücke. Jetzt ziehe ich so ein bisschen von der Mitte, lasse die weiße Lücke und ziehe das so ein bisschen nach unten. Und versuche, ja, so eine Art Spiegelung. Also da, wo ein bisschen mehr ist, ziehe ich die Karte ein bisschen weiter nach unten. Und da, wo weniger wird, natürlich dann weniger. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, die Landschaft spiegelt sich so ein bisschen im Gewässer. So kleine Tricks und Effekte, die hinterher irre viel ausmachen, finde ich. Ich ziehe jetzt einfach mal hier so ganz locker. Hier unten kommt ja dann Farbe später natürlich hin. So schaut man, wenn man so ganz viel Fantasie hat, dann sieht das doch schon aus wie ein Stück Ufer und hier so ein bisschen sowas wie, ja, Spiegelung im Wasser. So, das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Also lasse wieder diese weiße Lücke und ziehe von der weißen freien Fläche nach unten hin.
Wenn man das auf dem Papier ein bisschen üben möchte, ist das natürlich super, weil man sich dann auf der Leinwand ein bisschen sicherer fühlt. Weil ihr seht, kleine Schritte nur gehen. Oder ich gehe nur kleine Schritte, weil ich halt bestimmte Effekte genau legen will. So, ich gehe auch mal ganz vorsichtig, bin ich jetzt mit der Karte hier hingegangen, habe mal hier so einen Strich in dieses Weiße nur rein. Also die Lücke muss grundsätzlich bleiben, aber das so ein bisschen, wenn ihr seht, wenn man das nicht ganz so gerade macht, dann wird halt so richtig schön die Fantasie geweckt. Und schaut mal, wenn man sich das jetzt so anschaut. Ich finde, das hat schon total was von einer, ja, von einer Seelandschaft oder am Fluss, an einem großen oder irgendwo an der Küste. Ich bin für Küste, weil ich weiß, was ja noch kommt. Also, wenn wir jetzt die Farbflächen dazulegen, möchte ich gerne, dass das schwarz trocken ist, damit sich das natürlich nicht mit der Farbe vermischen soll, weil dann gibt es ja meistens so einen schmuddeligen Farbton. Ich mache schon mal meine Karte sauber, dann halte ich einen Moment einen Föhn drauf, dass es richtig schön trocken ist und dann geht es gleich schön mit Farbe weiter. So, jetzt ist alles trocken geföhnt, vorbereitet, um jetzt die Farbflächen zu legen. Schaut mal, also wirklich, ich finde, das hat, also meine Fantasie regt das total an und ich finde, wenn man da drauf schaut, kann man schon so irgendwie tatsächlich hier was erkennen. Also ich erkenne auf jeden Fall eine Wasserlandschaft. Ich habe jetzt hier meine Farbpalette erweitert. Und zwar habe ich hier Orange, Pink, Gelb und Weiß dazu genommen. Ich nehme jetzt für die einzelnen Farben auch unterschiedliche Pinsel. Ich möchte gleich die Farbfläche mit so einem Baumarktpinsel verreiben. Ich habe hier so ein paar kleinere Pinsel, um die Farben aufzutragen. Ich fange einfach mal an und lege hier erstmal so ein bisschen Weiß hin, um so eine kleine Grundlage zu schaffen. Hier auch. Ich mache mir hier mal so einen weißen Bereich oder einen hellen Bereich. Und dann gehe ich mit Gelb hier so ein bisschen hin, weil ich möchte gerne. Mit Weiß. Ich arbeite immer mit ganz wenig Farbe, damit ich auch schöne so Verblendungen einarbeiten kann. Das heißt, dass die Farbe so leicht ineinander gerieben werden kann. Wenn zu viel Farbe auf der Leinwand ist, ist das sehr schwer, weil die Farbe sackt ja so ein bisschen in die Leinwand ein. Und wenn die zu viel Farbe hat, wird das sehr schwierig. Deswegen immer kleine Schritte gehen, wenig Farbe nehmen. So, ihr ahnt schon, warum ich das gemacht habe. Es soll so ein bisschen wie ein Sonnenuntergang werden. Und hier lege ich auch ein bisschen hellere Farbe hin. Einfach so den Pinsel nicht so halten, sondern flach. Dann kann man auch so schöne Farbflächen legen. Und wenig Farbe, wirklich. Versucht ganz wenig Farbe zu nehmen. Lieber was nachnehmen. Es muss natürlich auch so viel Farbe auf dem Pinsel sein, dass da was runtergeht, das ist klar. Aber nicht einfach rein und so einen dicken Haufen dann auf der Leinwand an Farbe verteilen müssen. Dann sieht es hinterher nämlich nicht so schön aus und es ist auch schwierig, das dann schön zu verteilen und schön in die Leinwand einzuarbeiten. Jetzt gehe ich hin und nehme so ein bisschen Orange dazu. Ihr seht, da wo schwarz ist und ich Orange drüber lege, kommt das Schwarz trotzdem raus. Das soll auch so sein, deswegen haben wir es auch trocken geföhnt, damit es sich nicht im nassen Zustand verbindet, sondern einfach, damit man so eine Farbüberlagerung jetzt hat. Und das lege ich jetzt hier so ein bisschen Orange dazu und baue mir jetzt einfach hier unten eine schöne, in schönen Orangetönen
Gelb und auch ein bisschen Pink ruhig dazu nehmen. Soll ja fantasievoll sein. Ruhig so ein bisschen mit den Farben spielen. Und dann schaut mir einfach mal über die Schulter jetzt, wie ich die Farben auftrage. Genießt das, wie sich die Landschaft hier entwickelt. Wenn genug Farbe hier auf der Fläche ist, nehme ich ganz gerne nochmal die Karte dazu, streife dafür mal in Gelb, ab die auf der einen Seite liegen und ziehe einfach die Farbe so ein bisschen in die Farbfläche rein und ja, ich sage es dazu, so schrabbel mal so ein bisschen in der Farbe, in dieser Farbfläche, die vorher schon da ist. Und man kann dann auch so ein bisschen hier mal eine andere Farbe über das Pink zum Beispiel, wie hier das Orange legen. Hier möchte ich gerne noch ein bisschen so, jetzt habe ich hier ein bisschen Farbe dazugelegt noch. Damit es aber nicht so wild wird, soll eine ruhige Stimmung geben, nehme ich jetzt noch mal einen sauberen Baumarktpinsel und tupfe einfach in die Farbflächen rein und gebe dem Ganzen somit so ein bisschen Ruhe, weil ich dadurch, durch das Tupfen, das könnte man auch mit einem Schwamm machen, aber ich mache es jetzt mal hier mit dem Pinsel, bringt man so eine Samtigkeit da rein und automatisch wird die Fläche dann auch ein bisschen ruhiger. Und dann nehmt euch einen Lappen dazu, ich nehme jetzt die Karte, mit der ich die Farbe so abgelegt hatte auf die Fläche. Und ziehe jetzt, seht ihr, einfach mal so, kratzt einfach die überschüssige Farbe so ein bisschen weg. Und dann hat man direkt einen ruhigeren Effekt. Ich möchte ja hier unten noch so ein bisschen Türkis auch einarbeiten, genau wie oben am Himmel. Das soll ja jetzt nur so im Dunstkreis der Sonne sozusagen, die da untergeht, so ein bisschen orange-gelblich sein. Damit es aber nicht so eine harte Kante hat, gehe ich hin und lege jetzt einfach mit dem Pinsel nochmal hier so ein bisschen Gelb. Das kann dann unter dem Türkis so ein bisschen durchleuchten. Ich mache es nicht überall hin, sondern tupfe einfach so ein bisschen hier auf der weißen Fläche. Kann man auch mal wechseln, dann so ein bisschen, also nicht zu viel Farbe nehmen. Es soll wirklich noch weiße Flächen sollen da noch übrig bleiben. Nicht zu viel Farbe nehmen und nicht zu malen, sondern wirklich nur so Fragmente an Farbe drauflegen. Wie gesagt, das Türkis kommt ja dann darüber. Dann kann das so schön stellenweise unter dem Türkis durchleuchten. Das sieht nämlich irre gut aus und gibt einen schönen Farbkontrast. Hier lege ich auch noch mal ein bisschen. Ich möchte jetzt weiter oben arbeiten. Das unten lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen stehen, trocknet ein bisschen an. Ich möchte jetzt gerne um den Sonnenuntergang so ein bisschen Orange, also dass das so quasi von Orange ins Hellgelb und ins Weiße so übergeht. Und dann lege ich deswegen hier mal so Orange und versuche das wieder so zu verblenden mit dem Gelb. Das war noch so ein ganz klein bisschen feucht, dann geht das super. Direkt mit einem anderen sauberen Pinsel lege ich jetzt direkt noch mal in die Mitte Weiß. Dann kann das so richtig schön. Jetzt nehme ich wieder den gelben und verblende das so ein bisschen. So. Jetzt gehe ich genau wie hier unten auch hin, lege auch hier erstmal Orange hin. Darüber soll dann später noch Türkis folgen. So ein ganz helles, schönes. Und jetzt mache ich das gleiche, was ich hier unten gemacht habe. Fange mit meinen Farben an und lege hier einfach erstmal mit dem Pinsel wieder
über das Schwarz drüber, weil das scheint ja dann so ein bisschen durch, als wenn das so in so Licht getaucht wäre, die Landschaft. Und setze jetzt erstmal wieder hier meine Farbflächen nach oben. Und ihr könnt euch wieder zurücklehnen und einfach zuschauen, wie ich das mache. So, das ist jetzt hier, alles was ihr Weißes hier oben seht und alles was ihr hier unten in dem Bereich Weißes seht, ist quasi leere Leinwand und da kann gleich das Türkis dann schön drauf wirken. Ich drehe es nochmal um, schaue mir nochmal meine Sonne an, die möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen verblenden, dass das nur wie so eine Aura um die Sonne noch ist. Da könnt ihr mir jetzt wieder gerne über die Schulter schauen, wie ich das mache. Ich gehe nämlich nochmal mit Weiß in die Mitte. Nehme mir nochmal, wichtig ist immer bei sowas auch, gerade wenn man so Verblendungen macht, die so entscheidend sind, wie jetzt dass man wirklich mit sauberen Werkzeugen arbeitet und nicht dann aus Versehen sagt, ups, jetzt hatte ich da Pink und das kriegt man da an der Stelle dann schlecht wieder weg. Deswegen immer mit sauberem Werkzeug. Lieber 3, 4, 5 Pinsel mehr benutzen, aber dann hat man hinterher das Ergebnis schöner. Das, was ich jetzt mache, soll so ein bisschen sein wie so als Wolken, die so natürlich von der Sonne noch so angestrahlt werden, die so ein bisschen da reinziehen. Dann macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Ich finde immer Türkis und Orange hat eine unheimlich tolle, so gelb, orange, pink und dann Türkis dazu, so ein grünliches Türkis, hat immer eine unheimlich schöne Farbwirkung. Und ich möchte jetzt gerne, dass sich das Türkis nicht mit dem Orange vermischt, sondern das soll überlagert werden. Das heißt, wieder die Leinwand bitte trocken föhnen, damit da nichts passiert und sich nichts vermischt. Und dann geht's weiter. Als Wasserfläche und als Himmelfläche möchte ich ganz gerne so ein ganz schön helles Türkis mit reinnehmen. Das sieht unheimlich schön vom Farbkontrast her aus. Passt, finde ich, irre gut zusammen. Und ich mische mir das, damit es nicht so dunkel ist. Es soll wirklich ganz hell sein. Ich darf kein Orange mit ins Weiß nehmen. Es gibt sonst keinen schönen Farbton. Also das heißt, ich mische hier jetzt ganz schön helle Türkis und fange mal ganz vorsichtig an und lege die Farbe hier mit drauf. Und wie wir das so vorhatten, wollte ich ja über das Gelb so drüber gehen und über das Orange, aber das so ein bisschen durchgucken lassen. Schaut mal, was das für einen total schönen Farbkontrast gibt. Und das finde ich halt auch super passend natürlich zum Wasser und so, dieses Thema. Und hier unten mache ich jetzt ein bisschen intensiver Türkis. Nach oben hin lasse ich so ein bisschen in die Fläche verlaufen.
Und wie ich das jetzt so anlege, dabei könnt ihr mir wieder über die Schulter schauen. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht, was das für eine schöne Wirkung hat. Super gefällt mir das. Jetzt mache ich den Himmel genauso. Ich habe jetzt noch mal einen sauren Pinsel genommen. Möchte jetzt noch mal mit Weiß hier in unsere neue türkise Fläche so ein bisschen die Sonnenspiegelung mit einnehmen. Ich nehme ganz wenig Farbe wieder. Ich bin ja immer vorsichtig. So, dann ziehe ich noch ein bisschen bis hier unten hin. Ganz wenig nur. Es reicht schon fürs Auge. Ich möchte jetzt noch mal hier oben so ein bisschen so die Verbindung zwischen Himmel und dem orangefarbenen Sonnenunterganghimmel möchte ich noch mal gerne Verbindung schaffen, weil hier ist es so ein bisschen abgegrenzt und gehe deswegen einfach noch mal hier oben rein und ziehe so ein bisschen Orange, so was Helles noch hier rein. So, was meint ihr? Sieht super aus, oder? Das mit dem Pink gefällt mir total gut. Das kommt ja hier und hier auch nochmal vor. Ja, ich finde die Stimmung total gelungen. Es hat eine irre Wirkung, finde ich. Also es hat wirklich eine schöne Sonnenuntergangsstimmung. Ihr seht, wie man abstrakte Flächen, wenn jetzt keine Sonne da wäre, keine Horizontlinie wäre, wäre es einfach ein schönes Farbbild, ein abstraktes, aber mit ein paar kleinen Tricks und ein paar kleinen Effekten kann man da direkt eine Landschaft draus machen, ohne dass man so richtig Details ausarbeiten muss, sondern einfach mit so ein paar Effekten bekommt man das super hin und ihr konntet ja gut nachverfolgen, wie ich das gemacht habe. Ich habe euch ja noch eine Überraschung versprochen, die ist hier in meinen Händen. Und zwar bin ich ja immer Fan von kleinen Effekten, die irgendwie witzig und niedlich sind und die man vielleicht auch erst im zweiten Blick erkennt. Und tada, was ist es? Es ist ein Leuchtturm mit einem kleinen Häuschen dabei. Ich habe dieses süße kleine Motiv erstellt, ausgedruckt auf so einer Übertragungsfolie und möchte das jetzt gerne ganz dezent im Bild platzieren. Dieses Prinzip abstrakt und gegenständlich gemischt, das mag ich unheimlich gerne und ich finde, das ist hier in dem Fall auch total gut gelungen. Also, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Abonniert meinen Kanal, ich würde mich super freuen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich lasse mir auf jeden Fall was Schönes einfallen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr mich in diesem Video begleitet habt. Viel Freude beim Nachmalen. Vielen, vielen Dank für alles und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Andrea.